Iberia. Um bequem und günstig von Europa nach Südamerika zu kommen, ist diese Airline genau richtig. Ich habe sie auf meinem Weg von München über Madrid nach Lima in Peru getestet. Was es kostet, was man dafür erwarten kann und wie so ein Langstreckenflug in der Business Class in ihrem Flagship, dem A350, abläuft, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich war unterwegs nach Südamerika und habe für meine Anreise Iberia gewählt. Sie verbinden Europa mit vielen Destinationen in den dortigen spanisch sprechenden Ländern und das mehrmals täglich. Erstmal zu meinem Flug mit dieser Fluggesellschaft von München nach Lima in Peru über Madrid, ihr Drehkreuz. Ich habe mir extra eine Verbindung rausgesucht, die Iberia aktuell mit ihrem neuesten Airbus Langstreckenprodukt fliegt. Es bedeutet einen relativ modernen A350-900, zum anderen eine langstreckentaugliche 121-Bestuhlung in der Business Class. Etwa 12 Stunden Flugzeit für mehr oder weniger volles Programm und damit hoffentlich eine Kombination für einen richtig guten Flug und ein interessantes Video. Nach einem 3-stündigen Economy-Flug in einem ihrer CL-1000 Regional Jets war ich auch schon in Madrid. Ich hatte noch einen Tag Aufenthalt in der Stadt, bevor es am nächsten Abend wieder zum Flughafen ging. Der Flug sollte planmäßig erst um 0:10 Uhr starten, also hatte ich noch genug Zeit, um die große Iberia Lounge im Satellitenterminal, von dem aus alle Flüge nach Südamerika starten, zu testen. Diese liegt direkt im Duty-Free-Bereich und ist fast schon ein wenig versteckt. Zu Beginn war die Lounge schon gut besucht. Als erstes holte ich mir ein Glas Wein aus einem Automaten. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Zudem hat man einen schönen Blick auf das Vorfeld. Danach schaute ich am Buffet vorbei, das bereits fürs Abendessen hergerichtet war. Es gab eine große Auswahl an verschiedenen Salaten, warmen Hauptgerichten sowie Nachspeisen wie zum Beispiel Obst und Kuchen. Ich entschied mich zunächst für diverse Salate und dann für leckere Pasta. Als Nachtisch gab es dann noch Schokopudding, ein Donut und ein kleines Stück Kuchen. Es gab auch noch eine Snackbar mit Popcorn oder Chips, aber da war ich schon zu satt. Also buchte ich am Empfang eine kleine Entspannungskabine, in der ich mich ausruhen konnte. Man kann sich aber auch eine Dusche buchen. Dann ging es auch schon zum Flugzeug, einem der älteren A350-900 in der Flotte. Denn in dieser Version gibt es keine Türen an den Sitzen. Mein Sitzplatz war 3G, der rechte Platz in einer Art Suite, der besonders gut für Reisen zu zweit ist, da man direkt nebeneinander sitzt. So kann man sich einfach unterhalten und sitzt nicht direkt am Gang. Der erste Eindruck: alles ist sehr bequem und man hat genug Platz für seine Sachen. Der zweite Eindruck: das Ding ist schon ganz schön in die Jahre gekommen. Es ist sauber, ja, aber wirklich frisch wirkt das ganze Flugzeug und die Kabine nicht mehr. Das merkt man vor allem an den Toiletten. Am Platz liegt eine Decke, ein großes Kissen und eine Matratzenauflage. Nachdem ich mich hingesetzt habe, kommt sofort eine Flugbegleiterin, stellt sich vor, bietet mir ein erstes Getränk an, in Form eines Cava, ein spanischer Sekt. Als Alternative hätte es auch einen Saft gegeben. Rechts vom Sitz gibt es dann noch eine Ablage für die Kopfhörer und das Amenity Kit, die Fernbedienung für den Bildschirm, der sich auch mit dem Finger bedienen lässt, und eine Leselampe. Zudem befindet sich hier die Steuerung für den Live-Flat-Seat, der auch eine Launch-Funktion hat. Da wir etwa 20 Minuten Verspätung haben, werfe ich schon mal einen Blick ins Amenity Kit, in dem es neben Standarddingen wie Zahnbürste und Schlafmaske auch einen Lippenbalsam, eine Handcreme und Socken gibt. Ich zeige euch noch das Menü des heutigen Fluges. Allerdings habe ich ein spezielles vegetarisch-veganes Menü bestellt. Nach einem heißen Tuch, das etwa 15 Minuten nach dem Abflug gebracht wird, dauert es nochmal gute 30 Minuten, ehe es dann losgeht. Meine Vorspeise war ebenso wie mein Hauptgang nicht so gut. Leider war der Reis viel zu trocken und das bisschen Gemüse darauf hatte auch wenig Geschmack. Dafür war der Nachtisch in Form eines Schokokuchens wesentlich besser. Dann ging's endlich schlafen und das sogar echt gut, aber zu kurz. Denn bereits 75 Minuten vor der Landung gab es dieses Frühstück, das sich vom Niveau leider dem Hauptgang anstatt des Nachtisches anpasste. Den Rest des Fluges testete ich nochmal das Entertainment-System, in dem es neben vielen Filmen und Serien auch eine gute Weltkarte oder ein Head-Up-Display gibt. Leider gibt es keine Außenkamera, so bekommt man in der Mitte nichts von draußen mit.
Kommen wir zum Fazit und wie viel das Ganze gekostet hat. Gezahlt habe ich für den Flug nach Madrid etwa 200 Euro und für den Langstreckenflug etwa 900 Euro. Plus 42.500 Avios für jeweils 2 Personen. Die Avios habe ich durch den Willkommensbonus meiner American Express Gold Card bekommen. Knapp 55.000 Membership Rewards Punkte habe ich dafür eingelöst. Diese Anzahl gibt es zurzeit noch als Bonus, wenn ihr euch die Gold Card für eine Jahresgebühr von 240 Euro holt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn man nun bedenkt, dass ich für diese etwa 15 Stunden in Flugzeugen unter 700 Euro pro Person gezahlt habe und das teilweise in der Business Class, dann fällt das Fazit schon etwas besser aus. Klar, das Essen war jetzt nicht das Beste, was ich je hatte, aber dafür war die Lounge am Boden und das restliche Angebot an Bord sehr solide. Also kann ich euch das nur empfehlen. Ich hoffe, dass euch dieser Einblick gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank und tschüss.